Heute gehen wir das Video mal leicht anders an. Ich habe hier praktisch den Rohbau eines Griffes. Das ist ein custom gefertigter Griff, also den gibt es so nicht zu kaufen. Der wurde mir so zugeschickt, weil ein begabter Mann eben die Fertigkeit hat, zu drehen, zu fräsen, zu polieren, bis zum geht nicht mehr, zu bohren, Gewinde schneiden, alles drum und dran, was zur Metallverarbeitung dazugehört. Und der hat diesen Griff gezaubert und das ist eine Nachbildung des Griffs von Lord Starkiller. Lord Starkiller ist eigentlich Galen Marek aus dem Spiel The Force Unleashed und es gibt, glaube ich, eine Version, in der er einfach, also es gibt verschiedene Enden und in einer Version, meine ich, besiegt er Darth Vader im Endkampf und tötet ihn. Er wird dann selber der Schüler vom Imperator und läuft dann halt unter dem Namen Lord Starkiller. Und am Ende des Tages kriegt er sogar Luke hin, dass er der dunklen Seite der Macht verfällt und Luke wird dann sein Schüler. Also der Junge ist richtig böse. Schauen wir uns den Griff jetzt mal ein bisschen näher an. Und zwar fangen wir unten an. Wie kann man den Griff öffnen? Man kann ihn hier am Knauf öffnen. Das ist ein Linksgewinde, deswegen muss ich nach rechts drehen, um ihn zu öffnen. Also theoretisch könnte ich hier nicht nur theoretisch, ich werde hier ein entfernbares Chassis einbauen, das jetzt so rausplöppen würde. Ich kann den Griff aber auch in der Mitte öffnen. Das heißt, ich könnte auch ein fest verbautes Chassis hier verwenden, aber, und das ist hier der Knackpunkt gewesen, hier haben wir diese Stufe drin und wenn ich ein fest installiertes Chassis habe, dann darf das Chassis maximal den Durchmesser des kleineren Durchmessers hier von dem Unterteil des Griffes haben. Heißt, ich werde schmaler im Durchmesser, heißt, ich kriege hier keinen 28 mm Speaker rein und das kriege ich aber wohl, wenn ich hier ein herausnehmbares Chassis praktisch installiere. Deswegen diese Version. Hier oben im oberen Teil des Griffes, das ist durchgängig, das sind 25,4 mm, perfekt für die Klinge. Und dann kommt hier ein Einsatz rein, der mein PCB hier oben fasst, mein Connector-PCB hier unten und dann hier den Button aufnimmt. Und die Signale dann natürlich nach unten weiterleitet. Praktisch war es hier, dass ich das 3D-Modell von dem Griff, das hat man mir schon geschickt. Das heißt, ich konnte das Chassis schon vorher praktisch designen. Für mich galt es dann halt, die Theorie mit der Praxis nochmal zu vergleichen, um zu gucken, stimmen die Maße auch, fehlen hier ein paar Zehntel oder nicht. Denn beim herausnehmbaren Chassis ist es schon wichtig, dass man recht nahe ist mit den Toleranzen, sonst schlackert das Chassis halt im Griff herum. Und das möchte keiner. Und vor allem möchte niemand, dass ein Pin auf einen falschen Ring trifft. Denn dann gibt es nur Tote und Schwerverletzte. Dann haben wir einen Kurzschluss und dann ist das Board hin. So, nachdem der Drucker seine Arbeit getan hat, ist dieses Chassis herausgekommen. In Galaxy Black. Auch eine super Qualität hier wieder vom Druck. Danke nochmal an Kali aus dem Discord für die Einstellung, denn der Kollege hat den gleichen Drucker wie ich. Und das ist hier die obere Aufnahme praktisch für den Button. Hier ist der Durchbruch. Hier kommt das PCB mit den Pins. Hier haben wir es. Das kommt da rein. Und auf der anderen Seite das NeoPixel PCB. Und so kann man halt recht schnell, also das Ganze hat, ich glaube, 8 oder 9 Stunden gedauert, die beiden Teile zu drucken. Und jetzt gilt es halt wieder zu testen, passen meine Komponenten da rein. Und wenn sie alle passen, dann kann ich das Ganze installieren und in den Griff einsetzen. Vorher gilt es noch, den Griff zu lackieren. Und zwar hier am Griff selber unten müssen diese Flächen hier schwarz lackiert werden, in mattschwarz. Anschließend noch versiegelt, sodass die Farbe auch dran bleibt. Und dann gehen wir zur eigentlichen Installation. Das Schöne ist halt, der Griff, den brauche ich nicht zur Installation. Das Chassis kann ich so installieren, ist ja herausnehmbar. Und der Teil kommt in den oberen Teil des Griffes. Das heißt, ich kann ein paar Sachen parallel machen. Während die Farbe trocknet, kann ich hier die Sachen mit Elektronik versorgen. So, das ist jetzt das letzte Kapitel dieses Griffes. Das Chassis haben wir jetzt designt. Wir haben alles geplant, wie wir gesehen haben. Und jetzt sind wir im Grunde nach dem Druck. Wenn das Ding ausgedruckt ist, kann ich es auch installieren. Und jetzt haben wir hier unser Profiboard drin, wir haben hier unser Connector-PCB, wir haben den Speaker hier unten, der Akku ist eingebaut, die Batteriekontakte und schon haben wir praktisch das Herz dieses Griffes. Das legen wir mal beiseite.
das passende Gegenstück dazu natürlich. Hier dieser Zylinder, der jetzt hier im oberen Teil des Griffes verbaut ist. Mit dieser Schraube wird das Ganze arretiert. Also ich habe hier schon einen Pressfit, aber ich möchte partout nicht, dass wenn ich eine Klinge einsetze, dass das Ganze mir hier rausplöppt. Deswegen einfach nochmal zur Sicherung hier vorm Schluss mit einer Senkschraube, nicht Senkschraube, mit einer Madenschraube. Kommen wir zu dem Griff. Genau, was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich, wir sehen jetzt auf einmal hier schwarze Farbe, ich habe den Griff lackiert. Und zwar halt nach Vorgabe hier einmal rundherum und bin im Grunde jetzt fertig, weil jetzt gilt es einfach nur noch, diesen Griff zusammenzuschrauben. Und wir machen das mal flott. Hier haben wir ein Rechtsgewinde, das ist alles soweit in Ordnung. Und hier unten kommt jetzt das Profi rein, einmal aktivieren. Und das Schöne ist, weil ich hier den flachen Kontakt habe, also nicht die Pins, laufe ich hier nicht die Gefahr, irgendwie beim Reinsetzen irgendwie einen Kurzschluss zu erzeugen, weil die Pins ja hier im Griff sind. So, das Chassis ist drin. Jetzt haben wir hier unten das Linksgewinde. Das hat keinen speziellen Grund, es war einfach nur ein, ich will nicht sagen Versehen, aber es wurde halt so produziert. So, und jetzt sollte es leuchten. Ja. So. Wunderbar. Der Ton ist überragend. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Der Ton ist wirklich 1A. Massive Bauweise, keine zu dünnen Wände, sehr guter Klangkörper hier. Die Resonanzkammer ist gut. Ein Traum. Was hier bei dem Griff auch ganz schön ist, das habe ich nicht konzipiert, das hat der eigentliche Lichtschwertschmied hat das gemacht. Und zwar, dass diese Schrauben hier praktisch die Feststellschraube meiner Klinge ist. Die gucken hier jetzt, ich habe die alle so ein bisschen gelöst. Also theoretisch reicht eine, aber alle drei ragen ein Zehntel oder 2 Zehntel eines Millimeters hier heraus, sodass sie die Klinge, hier meine Testklinge, praktisch andrücken. Und der Sitz ist jetzt schon wirklich tight, also eigentlich braucht sie gar nicht. So, schön dagegen gedrückt. Nochmal tiefer. So. Ein Traum. Die Installation hat richtig Spaß gemacht, vor allem weil ich halt das 3D-Modell des Griffes nicht mehr selber machen musste, also jedes Maß einzeln abgreifen und dann neu aufwendig modellieren am PC. Nein, diesmal habe ich das Modell direkt bekommen, konnte direkt mit dem Design des Chassis anfangen. Das hat wirklich Spaß gemacht und konnte dann im Grunde, als der Griff hier war, nur noch auf Print drücken, weil ich das halt schon vorbereitet habe und konnte mit der eigentlichen Installation anfangen. Ein kleiner, netter Nebeneffekt ist auch noch, was man selten sieht, ist, wenn ich den Griff jetzt hier aufdrehe. Zum einen haben wir ja schon oben die Pins gesehen. Hier die. Aber hier sehe ich jetzt auch das Chassis. Und normalerweise laufe ich jetzt Gefahr, dass das irgendwie rausfällt. Aber weil ich hier halt diese Stufe noch drin habe, bleibt das Chassis da, wo es ist. Und hier ist minimal Spiel. Und das brauche ich auch, denn ich möchte hier Spiel haben. Hier sind diese federgelagerten Pogo-Pins. Die drücken das Ganze dann runter und sorgen dann für die Spannung. Aber ich finde einfach, den Griff in der Mitte teilen zu können, ohne dass es mir total auseinanderfällt, finde ich einfach schön. Und hat irgendwie was, ich weiß auch nicht, schön technisches, schön cleanes. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das einzige Manko aus meiner Sicht, alles ist subjektiv, ist, dass es halt nur ein Button hat und keine zwei. Aber mittlerweile ist die Buttonbelegung fürs Profi auch so fortgeschritten, dass auch ein Button sehr leicht zu bedienen ist. Ja, das war im Grunde alles, was ich zu diesem Griff jetzt noch sagen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Reise, welche Schritte ich alles durchlaufen muss, damit ich so einen Griff installieren kann. Speziell jetzt so ein schönes Unikat. Das hat nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und es war ein total angenehmer Install eben, weil ich vorher das Modell schon hatte und das nicht alles selber machen musste. Also hat einfach Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.